Heute ist der 9. November 2025 und es geht weiter mit dem Talmud Emanuel, Kapitel 6. Gut. Okay. Es geht hier, das heißt zwar das Almosen, das Fasten, die Schätze, das Sorgen, aber es geht hier eigentlich hauptsächlich um die Andacht. Und lese ich am besten wieder kurz vor. Habet Acht auf eure Frömmigkeit, in Klammern Andächtigkeit, Tugendhaftigkeit, Ehrenhaftigkeit und so weiter, Klammern zu, dass ihr sie mit richtigen Worten übet vor den Leuten, auf dass ihr nicht von ihnen der Lüge beschimpft werdet, wodurch ihr keinen Lohn bei ihnen findet. Zuallererst müssen wir einmal erklären, was die Frömmigkeit überhaupt ist. Das hat nichts mit der Religion zu tun. Frömmigkeit ist ganz einfach das, der Mensch ist fromm, wenn er richtig Andacht übt, richtig denken tut, richtig handeln tut und so weiter und so fort. Das nennt sich von alters her fromm. Er ist dieser Sache also ergeben in Ehrlichkeit und Würde, wenn er richtig handeln in Bezug auf seine Gedanken, auf sein Verhalten und so weiter und so fort. Das nennt sich von alters her fromm. Und wieso das geändert worden ist auf Frömmigkeit im Sinn von Religion, was ja Bedeutung hat oder gegeben hat daraus, der Mensch glaubt. Wie das zustande gekommen ist, weiss ich nicht. Der Urbegriff fromm hat sich aber wirklich nur auf das bezogen, dass der Mensch ehrlich ist, würdevoll ist, die Sache richtig bedenken tut, sich richtig anwenden tut und so weiter und so fort. Hat also rein gar nichts Frömmigkeit hat gar nichts mit Religion zu tun, wo also mit Glauben zu tun und so weiter und so fort, sondern mit dem, was der Mensch wirklich ist und machen tut. Er ist fromm, er ist ehrlich, er ist aufrichtig und so weiter und so fort. Das ist eigentlich der Urbegriff von fromm. Da das Wort aber nun so religiös besetzt ist, ja, genau, ist es vielleicht dann besser von Tugendhaftigkeit ja, genau, zu schreiben und sprechen. Ja. Jetzt, dass ihr nicht der Lüge beschimpft werdet, ist das auch eben, dass man die richtigen Worte übt vor den Leuten? Eben, dass man ehrlich und offen ist. Die richtigen Worte wählen ist offen und ehrlich sein. Mhm. Ich hatte das halt auch in dem Bezug, dass in deinen Kontaktberichten manchmal verwendest du ja schon harte Worte, auch in Bezug auf manche Personen. Mhm. Und ja, die verwende ich genauso, wenn ich andere sagen, das ist idiotisch. Ja. Das trifft auch auf mich selber. Ja, das hast du auch schon über dich selbst gesagt. Ich handle und so weiter. Also, ein Idiot sein ist eigentlich das, was ich darunter verstehe, dass ein Mensch nicht richtig handeln tut, nicht richtig denken tut, nicht sehr richtig verständigen tut und so weiter. Und das ist idiotisch. Ja, und das sagst du ja auch zu dir selbst. Das sage ich zu mir selber. Oder du sagst blöd. Ja, das war blöd. Ja. Was ich zu mir selber sage, kann ich auch zu anderen sagen. Ja. Und ich nehme mich davon nicht aus. Ja. Gut. Das hat keinen Wert, das wäre auch nicht ehrlich.
Ja, worauf ich hinaus will, ist, dass ich den Eindruck habe, dass manchmal eben Leute dann auch harte Worte verwenden. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber dann eben auch schreiben und das dann auch ist auch im Internet und dass das Ja, aber bei das dir ist, halt anders das ist. ist dann eine Beschimpfung, die dann Ja, stattfinden tut. Und ich meine das nicht als Beschimpfung, sondern als Art und Weise, wie der Mensch handelt. Er ist ein Idiot. Er tut nicht richtig denken, er tut nicht richtig formulieren und so weiter und so fort. Es ist aber keine Beschimpfung, sondern es ist einfach so, wenn ich das für mich selber auch brauche. Es ist idiotisch, wenn ich mich so und so benehme oder wenn ich so und so reden tue, dass andere nicht verstehen und so weiter, ist idiotisch. Und idiotisch ist so viel man sagt das von Alters her für einen Mensch, wie soll ich sagen, wo sich nicht richtig benimmt, wo nicht richtig handelt und so weiter und so fort. Oder wo nicht denken tut. Ein Mensch, wo nicht denken tut, ist ein Idiot. ja. Es ist, ist halt Das Fakt, heißt aber, wie gesagt, das ist aber nicht eine Beschimpfung, sondern das ist eine Feststellung. Er benimmt sich sehr weg. Er benimmt sich nicht richtig. ja, Oder? Und ehrlicherweise muss ich zu mir selber sagen, wenn ich etwas nicht so erkläre, wie es notwendig ist, dass der andere Mensch das versteht, dann benehme ich mich idiotisch. Dann bin ich ein Idiot. ja, das kann ja auch der andere sein. Ja, Aber es stimmt, blöd oder idiotisch oder mit ja, dem willst du sagen. ja, Das sind einfach meine Ausdrücke, die ich brauche für das. manchmal ist es halt aber auch schwierig festzustellen, auf welcher Stufe die Person ist Ja, bezüglich einer bestimmten Thematik. Richtig. Es gibt dann manchmal Thematiken, da kann man mit denen auf einer sehr fortgeschrittenen Ebene sprechen und in anderen Thematiken ist eben Ja. überhaupt kein Wissen vorhanden. Ja, dann sagt man ja, das, was der andere jetzt zum Beispiel sagt oder was man gesagt hat, das ist idiotisch. Das ist also nicht bedacht. Ja, Oder? Es ist, wie gesagt, kein Schimpfwort, sondern es ist einfach ein Feststellungswort. ja. Ja, mittlerweile lese ich das auch nur als, dass du das so feststellst und dann Ja. auch so sagst, ne? Ja. Dass das eben einfach der Wahrheit entspricht. Ja. Wählet eure Worte in natürlicher Folge und mit Denkkraft, in Klammern Verstand, und berufet euch auf das Wissen und Handeln der Natur, die lebet nach den Gesetzen und Geboten der Schöpfung. Ich lese mal weiter. Wenn ihr nun Almosen gebet, dann sollet ihr nicht von euch posaunen, wie die Heuchler tun, in den Tempeln und auf den Gassen, auf dass sie von den Leuten gepreiset seien. Wahrlich, ich sage euch, ihnen ist ihr Lohn dahin, denn ihr Almosen geltet nur der Liebe zu sich selbst, Selbstsucht. Ja. Das sieht man ja ständig, dass Ja. eben, wenn Leute, sozusagen eine große Show davon machen, wenn sie Genau. irgendwo Geld spenden. Genau. Oder dass das überhaupt an die Öffentlichkeit kommt. Ja. Ähm, Das ist auch eine Form von Idiotie. Man sieht, die Menschen denken nicht richtig. Sie denken selbstsüchtig, selfish, oder? Ist also idiotisch. ja. Ja. Und jetzt kommen wir, und wenn ihr Andacht haltet, solltet ihr nicht sein wie die Heuchler, die da gerne stehen und verruchet
Klammern scheinheilig beten in den Tempeln und an den Ecken auf den Gassen, also sie nur beten für sich selbst, in Klammern Selbstsucht und das Ansehen vor den Leuten. Wenn ihr Andacht haltet, sollt ihr die Macht eures Bewusstseins anrufen. Ja. Und ihr sollet nicht wirres Zeug plappern, wie die Gottanbeter, Götzenanbeter, Unverständigen und die sich allein lieben, die, in Klammern die Selbstsüchtigen. Also sie meinen, dass sie erhöret werdet, wenn sie viele Worte machen. Das ist halt eben dieser große Unterschied. Ehrlich das- und betrügerisch. Ja, Also richtig oder idiotisch. Oder blöd. Oder, ja. Ja, das ist ein anderer Ausdruck, den ich dauernd brauche. Ja, und dann geht es weiter, 6. Satz. Des Menschen Bewusstsein bedarf nicht vieler Worte, jedoch des Wissens darum, dass er groß in Macht, in Klammern machtvoll ist. Seiet andächtig, redet andächtig in Klammern, darum ihr Wissen zur Macht eures Bewusstseins. Denn wahrlich ist unendlich seine Größe und Kraft. Es gibt nichts Größeres als das Denken, das der Mensch hat. Mit dem kann er Energie erzeugen, kann Kraft erzeugen. Er kann etwas erreichen damit. Er kann ein Gutes erreichen, wenn es Schlechtes kann erreichen. Also positiv denken oder negativ denken. Je nachdem, was er dann machen tut, positiv oder negativ, in seinen Gedanken, in seinen Worten, in seinen Handlungen, in seinem Verhalten und so weiter, hat dementsprechend seine Wirkung. Positiv oder negativ. Ja, und es ist wichtig, halt sich selbst anzusprechen Richtig. und nicht etwas Äußeres. Ja. Das ist der große Unterschied. Das ist dauernd geht's um den Mensch selber. Es geht nicht um das, was einfach aussen passieren tut. Das ist einfach die Wirklichkeit, die auf den Mensch einwirken und wo er kann als richtig oder falsch oder als gut oder schlecht und so weiter, wie man will sagen, beurteilen tut. Aber man muss an sich selber denken, man muss zu sich selber reden, man muss sagen, was richtig ist und was falsch ist. Was positiv oder negativ ist, wo man sich soll verhalten danach, auch in Gedanken, in der Tat und Wahrheit und so weiter und so fort. Mhm. Jetzt habe ich vergessen, was ich fragen wollte. Ein großer Unterschied, glaube ich, ist auch, sich darum bewusst zu werden, Ja, welche Macht das ist. Das heisst natürlich, man muss sich immer klar und bewusst sein, was das, was man denken tut, Energie ist, Kraft ist, ob man die tut, positiv oder negativ brauchen, wirken damit und so weiter und so fort. Man tut selber bestimmen darüber, ob es gut oder schlecht ist, ob es positiv oder negativ ist. Ja. Und das ist sich der Mensch in der Regel gar nicht bewusst, wenn er seine Gedanken laufen lässt, ob er das negativ macht oder das positiv macht oder einfach neutral. Ja, wenn ich natürlich eben negative oder schlechte Gedanken über mich selbst hege, dann ist die Depression nicht weit weg. Ja, eben. Das ist das. Dann muss der Mensch also über sich selber muss er neutral denken, dass er nicht schlecht wird, dass er nicht zu positiv wird. Dann würde einfach eine Auswirkung zustande kommen. Im Negativen oder Positiven. Und das soll der Mensch nicht. Folglich soll er ausgeglichen denken, neutral denken.
über sich selber, selbst wenn er etwas muss beheben, wo nicht richtig ist. Er soll nicht negativ darüber nachdenken, er soll nicht positiv darüber nachdenken, sondern er soll neutral über sich nachdenken. Und neutral das und dieses und jenes beschliessen, was eben richtig ist. Ja. Jetzt Teufelsadvokaten spielen. Ich bete zum Beispiel für den Frieden in der Ukraine, sag ich jetzt als Beispiel. Ja, und da passiert nichts. Ja, das kannst du neutral machen. Nicht negativ, nicht positiv, sondern einfach neutral. Wenn du zum Beispiel jetzt, ich weiss nicht, hast du es gesehen im Fernsehen oder nicht, da haben sie eine Geisel freigelassen aus der Hamas-Gefangenschaft, ein Israel-Deutscher oder ein deutsch-israelischer. Und der hat nachher vor dem Fernsehen hat der erzählt, ich habe immer zum lieben Gott gebetet. Ich habe immer gesagt, schau, dass ich davon komme, schau, dass ich frei komme, schau, dass mir gut geht und so weiter. Er hat nur das Positive im Sinn gehabt. Er hat nicht das Negative im Sinn gehabt, nur das Positive. Er hat aber nicht neutral gedacht. Mhm. Und das Neutrale ist, dass er für sich selber denken tut und nicht den lieben Gott zuzieht. Positiv, oder? Der andere soll mir helfen. Ich selber helfe mir nicht. Ich kann mir selber nicht helfen. Ich brauche den lieben Gott dazu. Das ist kein neutrales Denken. Das ist eine positive Ausartung. Auf einen anderen gerichtet, auf etwas, das gar nicht existiert, auf den lieben Gott. Er ist aber ein Mensch. Er kann zu sich selber sagen, ich schaffe das schon. Ich ringe mich durch. Und so weiter und so fort. Ja, meine Frage zielt darauf hin ab, dass viele Menschen, glaube ich, das als vergeblich ansehen oder so, weil zum Beispiel sie dann immer wieder die Nachrichten und der Krieg geht immer weiter. Mhm. Und mein Denken ist, dass das schon etwas bewirkt, aber halt nur im Kleinen, dass zum Beispiel einer, der erschossen werden sollte, dann vielleicht doch nicht erschossen wird. Ja. Das kriegen wir natürlich gar nicht mit. Mhm. Aber das Menschenleben wurde im Grunde dass man diese Energie dorthin richtet, dass da Frieden ist, hat sich das dann so manifestiert. Ja, richtig. Aber da eben so viele Menschen den Krieg befürworten, ist es halt schwierig, dass da der Krieg aufhört. Ja, genau. Vor allen Dingen, dass mächtige Leute das Du befürworten. musst immer denken, du bist nicht der Einzige auf der Welt, du bist eins von 10 Milliarden. Ja. Und das Gros von diesen 10 Milliarden denkt negativ. Oder? Nicht neutral, sondern es denkt negativ. Auch wenn sie meinen, sie können positiv denken, wenn sie zum Beispiel denken, hoffentlich hört der Krieg auf. Das ist negativ. Hoffentlich hört der Krieg auf. Ja, das heißt, Das ist negativ. ja. Positiv wäre, ich tue alles, damit der Krieg aufhört. Dann denkt er negativ. Ich tue alles. Was sollte er? Ja, denken? wie kannst du das dann machst, das ist dann deine Sache. Wie kannst du das dann angehen tust?
ob du irgendwelche Schreiben verfassen tust, denen und diesen und jenen schicken tust, oder ob du Menschen, die um dich herum sind, tust reden mit denen, schau dir mal, es ist so und so, diesen und jenen Weg und so weiter und so fort, oder? Das ist dann alleine deine Sache. Wie du dich dann neutral verhalten tust, statt einfach positiv. Ja, es hört eines Tages dann schon auf. Oder negativ, es hört nie auf. Und so weiter. Das Richtige ist, wir schauen, was es gibt. Wir schauen, wie man das kann richten und so weiter und so fort. Wir bemühen uns über das und dieses und jenes. Wie sollte man sich dann in der Friedensmeditation verhalten? Ich stelle mir halt vor, dass versuche mir konkret vorzustellen, da ist jetzt Frieden. Also, dass jetzt schon Frieden ist, obwohl noch keiner ist. Für dich selber. Ja. Für dich selber. Ja. Ich stelle mir das in der Friedensmeditation Und was du selber machst, Michael, das tust du auch ausstrahlen als Energie und tust andere beeinflussen damit. Ja, das ist meine Intention, ja. Ja, das ist aber das, was dann neutral ist. Mhm. Oder? Also ich versuche im Grunde das Ergebnis vorwegzunehmen. Richtig. Dass ich mir vorstelle, da ist jetzt Frieden. Die geben sich die Hand und für dich selber und was du dann selber machst, was du dann selber fühlst, wie du dann denken tust, das ist Energie und das strahlst du aus und das trifft wieder die und die Mitmenschen. Die reagieren drauf. Der grosse Teil reagiert nicht drauf. Das ist logisch, weil sie einfach negativ denken tun und negativ handeln tun, oder? Aber die positiv denken oder einfach neutral denken, wie du das dann machen tust, oder? Und wo sie da können sie die Energie aufnehmen. Und die schwingt nicht nur in ihrer Umgebung um, die schwingt über das ganze Universum raus. Der Gedanke, den der Mensch hegen und pflegen tut, der geht nicht nur in deine Umgebung als Energie raus, der geht universumweit und der bleibt ewig bestehen. Das wissen die Menschen gar nicht. Es breitet sich mit Lichtgeschwindigkeit Richtig. aus, ne? Ja. Richtig. Und das bleibt ewig bestehen während der ganzen Zeit, wo das Universum existiert. Aber das nimmt nicht ab mit der Distanz. Das nimmt nicht ab. Das ist ja ein Ding. So schwer das Universum schon lange eingegangen in der Wäsche, wie man so sagt. Nee, das besteht weiter. Ja, das evolutioniert. Und das nimmt jede Lebensform nimmt das auf, wo des Dankens, des Bewusstseins fähig ist. Ja. Das macht sich die Menschheit da auf dieser Erde keine Gedanken drum. Genau wie andere auf anderen Planeten Menschheiten das nicht machen. Die denken gar nicht an das, dass die Energie, die du ausstrahlen tust, die du schaffen tust mit deinen Gedanken, dass die rausgehen, im ganzen Kosmos verbreitet. Also, wenn ich vom Universum rede, dann meine ich den Kosmos, oder? Das ist der 7. Teil vom Universum, oder? Und da bleibt es bestehen und tut wirken. Und das ist eine dauernde Veränderung. Es wird besser und besser. Über Jahre, Milliarden hinweg. Unzählige Jahre, Milliarden. Und das tut sich erst durch den ganzen Prozess von der Wandlung
tut sich das in 49 Milliarden Jahren tut sich das wieder erneuern. Und Was du heute denkst, das bleibt bis zur Erneuerung. zur Erneuerung von, von den 49 Milliarden Jahren, wo das Universum, also der Kosmos, in der Form besteht, wie er jetzt besteht, im Wandel ist, tut sich das erhalten bis Ende von den 49 Milliarden Jahren. Ah ja. Und nachher fängt es wieder mit dem Neuen, mit der Erweiterung, mit der Erneuerung von vorne an. Ja, neuer Zyklus. Ja, Ja. So wie sich das Blut im Körper ja auch ständig erneuert. genau. Erneuert sich. So tut sich auch der ganze Kosmos erneuern. Im Universum mit seinen drei Energiegürtel voran, mit diesen drei Energiegürtel nach dem, also nach dem Kosmos. Ja. Gut. Achter Satz. Versteht ihr nicht direkt zur Macht eures Bewusstseins in Andacht zu reden, dann behelfet euch mit einem Heiligtum, in Klammern ein würdiges Hilfsmittel gleich Konzentrationsmittel, das euch mittelet, in Klammern hilft, vermittelt, in euer Bewusstsein zu gelangen. Ja. Da kannst du jedes Ding nehmen, wo du dich darauf konzentrieren. Einfach gedanklich, ein gedankliches Heiligtum. Ein Heiligtum ist das nicht, was die Religion daraus gemacht hat, dass ein heiliger Mensch ist, oder? Und senniger Blödsinn. Sondern ein Heiligtum ist einfach das, wo du dann brauchen tust, um dich können gedanklich konzentrieren auf irgendetwas, was du im Sinn hast, das zu bearbeiten, gedanklich zu bearbeiten. Das nennt sich dann als Heiligtum. Es ist also nicht ein Heiligtum in religiösem Sinn, oder? Sondern man könnte einfach statt des Heiligtum könnte man es nennen Gegenstand oder wie du das nennen willst. Oder? Aber wir haben einen Haufen Worte im Deutschen, genau wie in anderen Sprachen, wo wir das können bewerten, was es dann tatsächlich ist. Etwas, wo ein Heiligtum, wo braucht für einen bestimmten Zweck, wo eine Wirksamkeit ausüben tut, wo man sich konzentrieren kann darauf. Ja. Aber man muss sich klar sein, dass es nicht ein Heiligtum ist in religiösem Sinn. Ja. Das ist dann sozusagen, dass die Religion diese bewusstseinsmäßige Energie fehlleiten. Ja, richtig. Sie leiten sie nach außen, Ja, statt nach innen. glaubensmäßig. Ja. Und der Glaubens hat genau die gleiche Wirkung wie jedes andere, wo du einen realen, gesunden, positiven oder neutralen Gedanken hast. Auch der Glaubensgedanke hat seine Wirkung und tut eine Energie erzeugen und trifft die Nächsten wieder. Diejenigen, die darauf abfahren, wie man sagt. Ja. Aber da wird es können sich dann halt auch Dinge manifestieren. Richtig. Das ist schon richtig. Richtig. Aber es ist leider im negativen Sinn. Ja. Ja. Es ist in diesem es geht Richtung Wahn halt. Ja. Genau gleich wie im positiven Sinn. Wenn es nicht neutral gedacht wird.
positiv gedacht wird. Du siehst die Ausartungen, die es gibt im Positiven. Du siehst aber genau dasselbe im Negativen. Wo es nicht mehr neutral ist. Wo es ausarten tut, auf negative oder auf positive Art und Weise. Negativ führt bis zum Mord, bis zur Schlachterei und so weiter und so fort. Und positiv bis zur Selbstaufgabe. Ah, ja. Mhm. Aber ich war gerade am Überlegen, wie wäre das positiv. Ja. Aber ja. Das ist Ja. wirklich bis zur Selbstaufgabe, Ja. wo der Mensch sich selber kaputt macht. Statt dass neutral tut denken, neutral tut wirken und so weiter und so fort. Ja. Also zum Beispiel in Krisengebieten, wo man dann hilft und Ja. nur noch schafft und hilft und Eben bis zur Selbstaufgabe. ja, und Und nicht mehr das kann schläft. dass man selber umgebracht wird oder sich im Boden hineinschaffen tut, wie man so sagt, oder? Ja. Das führt bis zur Selbstaufgabe. Positiv denken führt bis zur Selbstaufgabe. Und das halt auch falsch, weil es halt nicht mehr Das ist neutral auch falsch. Ja, ist nicht Ja. neutral. Darum ist das, wo man muss beachten, es gibt immer 3 Sachen. Nicht nur 2, das Negative und das Positive, sondern auch das Neutrale zwischendrin. Und das Neutrale ist von Wichtigkeit. Mhm.